Herzlich willkommen zurück. Wir möchten uns heute ein Stoßbeispiel anschauen. Und zwar geht es da darum, wir haben hier eine Punktmasse und einen Stab. Die Punktmasse ist eine Kugel, die dürfen wir aber als Punktmasse betrachten. Und wir kennen deren Masse und die trifft hier in diesem Abstand h vom Aufhängepunkt den Stab. Der Stab ist ein idealer Stab, also ein schlanker Stab und kann natürlich entsprechend auch frei in A rotieren. Die Länge kennt man, wir kennen die Masse des Stabs und wir kennen eben den Stoßpunkt. Wir wissen, dass dieser Stab, diese Stange vor dem Stoß ruht. Und noch dazu gibt es eine Stoßziffer, Epsilon. Das heißt, das Ganze ist nicht irgendwie vollkommen elastisch oder vollkommen plastisch, sondern das ist irgendwas dazwischen. Und wir kennen diese Stoßziffer und die ist da mit 0,7 angegeben. Also wir haben im Grunde einen exzentrischen Stoß, der irgendwas Realistisches ist vom energetischen Verhalten her mit der Stoßziffer 0,7. Und wir sollen wie beim Stoß immer die Geschwindigkeiten ausrechnen, nämlich einerseits Punkt A die Geschwindigkeit für die Kugel natürlich unmittelbar nach dem Stoß, die Winkelgeschwindigkeit für die Stange, den Stab unmittelbar nach dem Stoß und dann auch den Stoßantrieb hier oben im Lager A. Das ist das, was wir rechnen sollen. Und wir haben, wie Sie sehen, Zahlenwerte gegeben. Wir rechnen uns aber wie immer zuerst die allgemeinen Zusammenhänge aus, schreiben das einmal hin und dann setzen wir erst ein, rechnen den Zahlenwert aus. Gut, schauen wir uns das Ganze an und zwar starten wir, so wie wir das gewohnt sind, mit einem Freikörperbild, mit einer Skizze. Und dazu schneide ich wieder das Ganze aus. Den Schwerpunkt haben wir freigeschnitten ist. Und die Frage ist jetzt natürlich wie beim Stoß immer, wie schaut man sich das Ganze an? Schauen wir uns das an als Gesamtsystem oder schauen wir es getrennt voneinander an? Und das ist, wie Sie vielleicht wissen, immer ein bisschen Geschmackssache. Bei mir hängt es ein bisschen davon ab, wie das System konkret ausschaut, ob ich lieber Einzelteile anschaue und innere Stoßantriebe ansetze und dann entsprechend halt Drehimpulssatz, Impulssatz getrennt für die Einzelteile hinschreibe oder ob ich lieber das Gesamtsystem anschaue. Und in dem Fall da ist es das Gesamtsystem, das ich anschaue, weil es, glaube ich, einfach genug ist, dass man das tun kann. Ja, das heißt, ich zeichne auch tatsächlich das Gesamtsystem gleich hin. Und das machen wir so, dass wir wie immer dynamische Größen grün machen. Also ich schmiere da einfach drüber jetzt. Wir kennen die Geschwindigkeit für die Kugel vor dem Stoß. Natürlich hat die Geschwindigkeit, die Kugel, auch eine Geschwindigkeit nach dem Stoß. Die nenne ich gleich V1'. Alles in ein Freikörperbild rein gezeichnet. Und wir brauchen vermutlich die Geschwindigkeit des Stabs, des Stabschwerpunkts, um genau zu sein. Stab mit so einem Superskript S und die gibt es vielleicht vorher oder auch nicht, weil der ja ruht. Ich schreibe es trotzdem hin, die ist halt dann 0 und es gibt auf jeden Fall eine nach dem Stoß. V-Stab, Schwerpunkt, Strich. Was es auch gibt, und die soll man ja ausrechnen, ist die Winkelgeschwindigkeit für den Stab. Auch hier wird es nur Omega' geben, das nicht verschwindet. Und dann natürlich da, wenn wir das Lager wegschneiden, einen Stoßantrieb. SA. Noch einmal kurz vielleicht die Idee des Stoßantriebs. Der Stoßantrieb ist ja sozusagen das, was im Impulssatz überbleibt,
was nicht Masse mal Geschwindigkeiten ist. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kryptisch, ist aber relativ einfach zu verstehen. Paradebeispiel ist ein Lager oder eine Wand oder irgend sowas. Etwas, das man idealisiert als unendlich massiv, also mit Masse geht gegen unendlich und aber nicht verschiebbar, also Geschwindigkeit 0 annimmt. Wenn man jetzt sich überlegt, der Impuls ist Masse mal Geschwindigkeit und ich habe 0 mal unendlich, nämlich keine Geschwindigkeit, aber unendlich große Masse im Vergleich zu den anderen Bauteilen im System, dann kann man den Impuls nicht hinschreiben, weil 0 mal unendlich können es nicht ausrechnen. Und deswegen braucht man in solchen Fällen definitiv eine Hilfsgröße und diese Hilfsgröße ist der Stoßantrieb beim Stoßvorgang. Das heißt, wir schauen uns an, was ist die Bilanz bei den Impulsen, die man hinschreiben kann, und das, was überbleibt, sozusagen, ist der Stoßantrieb. Und im Lager braucht man das immer, weil das Lager per Definition sich nicht bewegen darf und dadurch ja auch unendlich schwer sein muss. Und bei einer Wand oder was auch immer gilt natürlich genau das Gleiche. So, dann brauchen wir noch eine Sache, nämlich was man brauchen wird, ist der Vektor da und den zeichne ich da außen vielleicht ein. Vielleicht nennt man RBA. Der startet bei A und geht da runter zum Punkt, an dem der Stoß passiert. Den habe ich einfach B genannt. Dann nennt man gleich RBA. Warum brauchen wir den? Ja, weil wenn wir jetzt sinnvollerweise den Drehimpuls beispielsweise um A, um den Lagerpunkt aufstellen wollen und dann auch den Drehimpulssatz natürlich um A aufstellen wollen, dann hat ja die Masse einen Impuls, nämlich m1 mal v1 vor dem Stoß. Und der Impuls, wenn Sie sich den als Vektor vorstellen, analog zur Statik, die Kraft, dann hat der einen Normalabstand zu unserem gedachten Drehimpulspunkt A, an dem wir den Drehimpuls aufstellen. Das heißt, der trägt zum Drehimpuls etwas bei. Impuls mal Normalabstand ist auch ein Drehimpulsanteil. Kennen Sie aus dem allgemeinen Drehimpulssatz. Vektor Kreuz m mal v. Und das ist genau der Grund, warum wir den brauchen. So, genug der Vorrede. Eine Sache noch, es gibt natürlich ein Koordinatensystem, das ist in der Angabe drinnen. Das zeichne ich aber nochmal daher. X zeigt positiv nach rechts, Y zeigt nach oben. Damit dreht das Ganze positiv gegen den Uhrzeigersinn. Also Z zeigt heraus aus dem Blatt. Und dann kann man für den Punkt A einmal die Bestimmungsgleichungen hinschreiben. Also im Grunde, der große Brocken ist ja wieder Bestimmungsgleichungen. Und da haben wir unseren Drehimpulssatz, wir haben unseren Impulssatz und wir haben natürlich die Newtonsche Stoßhypothese, nachdem es eine Stoßziffer gibt. Das heißt, ich schreibe einmal jetzt die Drehimpulse extra hin. Drehimpuls um A vor dem Stoß. Das ist einmal das erste. Das nenne ich LA. Wir nennen die Drehimpulse einfach wieder L, Vektor. Und der besteht klarerweise aus dem Drehimpuls des Stabs um den Punkt A als Vektor vor dem Stoß, deswegen ohne Strich, ist wieder alles vor dem Stoß und mit Strich ist nach dem Stoß. Und dann eben genau dieser Beitrag, über den wir gerade diskutiert haben, nämlich RBA, Vektor, Kreuz, Impuls der Kugel. M1, V1, Vektor. R ist ein Vektor, V ist ein Vektor, dann ist es tatsächlich auch ein Kreuzprodukt, dann passt es. Dieser Teil da vorne, wenn der Stab laut Angabe vor dem Stoß ruht, wird 0 werden. Der Stab hat keinen Drehimpuls vor dem Stoß. Der Vektor RBA, dreidimensional hingeschrieben, dass wir das Kreuzprodukt machen können, ist offensichtlich
0 minus h 0 beziehungsweise minus h in y-Richtung. Das schreiben wir dann wieder mit den Einheitsvektoren auf. Und die Geschwindigkeit als Vektor ist natürlich eine Geschwindigkeit v1 in x-Richtung. Das Ganze zeigt ja nur horizontal nach rechts. Und damit ist LA, wenn wir das ausdrücken, minus h in y-Richtung für das RBA. Wichtig ist wieder, noch einmal wiederholt, dass der Vektor beim Drehpunkt startet, damit das Ganze vom Vorzeichen her auch stimmt. Deswegen minus h, weil y nach oben positiv zeigt. Und das Kreuzprodukt mit M1, V1 und V1 zeigt in die positive x-Richtung. Dann haben wir da wieder das Kreuzprodukt aus y und x. Ich mache das Ganze wieder mit dem Epsilon-Tensor. Das ist eine paarweise Vertauschung von y und x, damit wir zu unserem Epsilon x yz Referenz Epsilon-Tensor kommen. Und einmal vertauschen paarweise heißt, wir kriegen ein Minus, ein negatives Vorzeichen. Und damit wird das Ganze insgesamt mit dem Minus da vorne wieder positiv, und zwar h m1 v1 um die z-Achse. Der Drehimpuls rotiert, also wirkt um die z-Achse. Das ist im Grunde das, was man sich wahrscheinlich auch vorstellt, wenn man sich anschaut, es trägt nur diese Geschwindigkeit mal m1 bei und man hat den Abstand, Normalabstand, der in y-Richtung zeigt, dann wird man sich vorstellen können, dass das um dieses A da oben so herum rotiert, also um die z-Achse. Und noch dazu kann man sich auch sehr gut vorstellen, dass es positiv sein muss, so wie unser Koordinatensystem ausschaut. Sollte also passen. Erstes Zwischenergebnis. Zweites ist dann also der Drehimpuls wiederum um a nach dem Stoß. Da schaut das Ganze eigentlich sehr analog aus. Der einzige Unterschied, der jetzt auftritt, ist, unser V1 ersetzen wir durch V1' und der Drehimpuls des Stabs ist nicht mehr 0, sondern der hat halt irgendeine Größe, die eine Funktion sein wird von der Geometrie, der Masse und im besten Fall der Winkelgeschwindigkeit Omega' des Stabs nach dem Stoß. Genau, aber vom Prinzip her genau gleich. Also LA' heißt der dann und der ist dann wiederum einfach generisch einmal hingeschrieben, Stab um a nach dem Stoß plus, und da haben wir wieder den gleichen Vektor RBA, den wir ja schon ausgedrückt haben, Kreuz M1 V1. V1', Entschuldigung. Und das muss auch ein Vektor sein natürlich. Was man natürlich überlegen muss, ist, was ist mit V1'? V1' kennt man ja nicht. Das heißt, theoretisch könnte es sein, je nachdem, wie der Stoß tatsächlich passiert, dass V1' nicht nur eine Komponente in x-Richtung hat, so wie V1, sondern eventuell das Ganze irgendwie so stößt, dass V1 auch eine Komponente in y-Richtung kriegt, beispielsweise. Das kann man in dem Fall ausschließen, weil wir treffen hier in B tatsächlich horizontal mit V1 auf. Der Stab ist vertikal ausgerichtet. Das heißt, wenn man das als Punktmasse betrachtet, ist alles, was passieren kann, dass sich diese horizontale Komponente der Geschwindigkeit irgendwie ändert. Das wird sie natürlich auch tun, weil es einen gewissen Energieübertrag gibt. Aber es kann nicht passieren, dass es irgendwie dann so nach unten abprallt oder so, weil wir ja keinen Winkel haben, in dem wir auftreffen.
Und wir haben auch keine massive Kugel, wenn wir es als Punktmasse betrachten, die zum Beispiel in sich rotieren könnte und dann mit einer Reibung oder mit einem Haften sogar vielleicht hier aufkommt und damit wiederum eine Rotation in die Gegenrichtung kriegt. Das haben wir alles nicht. Deswegen kann man hier in dem Fall sagen, dass V1' nach wie vor in x-Richtung zeigen wird und nirgendwo anders hin. Das ist eine Überlegung, die man halt anstellen muss. Und das RBA bleibt eh gleich. Das heißt, was ich herschreibe, ist, was ist V1', nämlich V1' 00. Und das war's. Und V1' kennen wir halt nicht. Okay. Dann, ja, eine Sache brauchen wir schon noch. Wir brauchen das Trägheitsmoment für unseren Stab. Um A, weil, schreibt man vielleicht auch nochmal her, wir haben ja Trägheitsmoment Stab, also eigentlich Trägheitstensor Stab skalar in Omega' multipliziert ist der Drehimpuls des Stabs. Und nachdem das Omega' um die Z-Achse wirkt, da offensichtlich, und nicht um y und x, brauchen wir auch nur die Komponente des Trägheitsmoments in z, die wir da dann rauskriegen. Und die ist ja, ein Drittel ml². Der Stab hat die Masse m2 Drittel und die Länge groß L². Z-Komponente, mehr braucht man nicht. Und dann kann man das Ganze einsetzen. Plus, ich schreibe jetzt oben einfach noch einmal ab, RBA Kreuz M1 V1'. Und dann ist unser LA' eingesetzt, M2 L² Drittel Omega' um Z. Und das Kreuzprodukt gibt ebenfalls wieder y Kreuz x minus H1 und das Kreuzprodukt selbst gibt wieder Minus. Das ist genau analog zu dem von oben. Also insgesamt wieder Plus H M1 V1'. Ebenfalls um Z. So, das war's. Das sind die Drehimpulse. Und auch den markieren wir uns. Und dann kann man endlich den Drehimpulssatz hinschreiben. Da ist jetzt alles drinnen. Gesamtsystem. Drehimpulssatz um A. Was gibt es noch? Es gibt theoretisch noch den Stoßantrieb A. Drehimpuls auf der Stoßantriebsseite ist ja Stoßantriebe mal Normalabstände. Der hat aber zu A keinen Normalabstand. Das heißt, was hier reinkommen würde, wäre SA Vektor mal 0. Die Seite ist aber, also je nachdem, wo man hinsetzt, ist jetzt die Frage, ich schreibe es jetzt einfach ohne Vorzeichen auf, dann hat man den Drehimpuls des Stoßantriebs um A, aber nachdem das der Nullvektor ist, ist das 0. Okay. Und auf der Drehimpulsseite selbst ist einfach nur die Differenz zwischen nachher und vorher. Das heißt, wir können idealerweise gleich unsere Drehimpulse so verarbeiten, dass man da nur die Z-Komponenten nimmt. Wir haben ja nur Z-Komponenten und ersparen uns wieder das vektorielle Aufschreiben, so wie man das öfter machen kann. Das heißt, wir schreiben das Ganze nur in Z-Richtung hin. Das ist dann begonnen mit LA' natürlich, M2 L² Drittel Omega' plus H M1 V1'. Das ist alles, was nach dem Stoß passiert. Und davon abziehen müssen wir das, was vorher passiert ist, nämlich die Kugel, die da daherkommt,
Hm1V1. Und das ist 0. Das ist unsere Gleichung 1. Erste Bestimmungsgleichung und die mit Abstand aufwendigste im System, wie wir gleich sehen werden. So, was ist jetzt mit den Impulsen? Wir schreiben also auch den Impulssatz hin. Impuls- und Drehimpulssatz können Sie immer verwenden, egal wie die Energie im System ist. Energieerhaltung, wie wir wissen, nur bei ideal elastischen Stößen, verwende ich persönlich aber, wie Sie vielleicht auch wissen, sowieso kaum die Energieerhaltung, weil es eine quadratische Gleichung ist. Und das ist immer ein bisschen unangenehm. Der Impulssatz ist jetzt SA und ich bin jetzt noch ein bisschen unvorsichtig. Ich schreibe das Ganze jetzt wieder einfach generisch als Vektor hin und sage mal, wir haben den SA-Vektor. Und der muss wiederum der Änderung des Impulses entsprechen. Für den Impuls gibt es keinen Referenzpunkt, weil der Impuls bezieht sich sowieso auf den festen Körper immer. Also der ist im Schwerpunkt, anders gesagt, betrachtet und mehr gibt es ja nicht. Im Gegensatz zum Drehimpuls, wo sich die Bezugspunkte verändern können, geht das da ja nicht. Und dann ist jetzt die Sache, das SA haben wir jetzt irgendwie dumm eingezeichnet, unwissend oder so, wie auch immer, nämlich in negative x-Richtung und damit muss man es auch da negativ mitnehmen. Darauf muss man nämlich aufpassen. Deswegen habe ich vorher gesagt, ich schreibe es einmal einfach generisch hin, ohne vorsichtig zu sein. Und was ich noch sagen kann, ist, es gibt den Impulssatz ja nur in x-Richtung. Es gibt keine Geschwindigkeiten in eine andere Richtung als x, keine translatorischen. Damit schreiben wir nur die x-Komponente des Impulssatzes hin. Das ist dann nämlich minus SA auf der Stoßantriebsseite P', so das kann man jetzt natürlich wieder so machen wie oben und die Impulse extra anschreiben oder man geht her und schreibt tatsächlich einfach jetzt alles hier rein, weil das ist nicht so kompliziert. Ich glaube, das geht auch so, aber wie es Ihnen lieber ist. M1V1 Strich ist einmal der Impuls der Kugel nach dem Stoß. Plus, und dann schreiben wir M2 Stab, V für den Stab um seinen Schwerpunkt nach dem Stoß, deswegen Strich. Das ist das P' und davon abgezogen wird M1V1, was vor dem Stoß passiert ist, nämlich die Kugel. So, und jetzt ist nur noch interessant, was ist V Stab um den Schwerpunkt nach dem Stoß. Ja. Das wollen wir natürlich nicht extra mitschleppen. Da hilft uns die Kinematik. Und die Kinematik sagt, wenn wir dieses Omega' nach dem Stoß, die Winkelgeschwindigkeit des Stabs kennen, dann können wir ja auch das V-Schwerpunktstrich ausrechnen, indem wir wissen, dass der Stab L lang ist und bis zum Schwerpunkt, wenn der homogen ist, ist es offensichtlich L halbe und damit ist die Geschwindigkeit, die translatorische Geschwindigkeit des Schwerpunkts, die Winkelgeschwindigkeit mal halber Stablänge. Einfach Kinematik. Also Omega' L halbe kann man da einsetzen. Und damit haben wir einen Impulssatz, wiederum skalar, netterweise, der lautet M1V1' plus M2, ziehe das L halbe vor, Omega' minus M1V1. Das ist meine zweite Bestimmungsgleichung, 2. Okay.
Und dann fehlt uns aber offensichtlich immer noch eine Bestimmungsgleichung, weil, kurz nachgezählt, wir haben Omega' als unbekannt, wir haben V1' als unbekannt und wir haben den Stoßantrieb SA als unbekannt. Also 3 Unbekannte, brauchen wir wahrscheinlich 3 Gleichungen. Und die dritte Gleichung kommt aus der Stoßziffer, aus der Newtonschen Stoßhypothese, die wir gleich wie immer mit den Geschwindigkeiten ansetzen. Auch die kann man im Grunde sofort einfach in die x-Richtung ansetzen. Weil auch hier ist es ja so, das ist analog zu den Impulsen, dass in die anderen Richtungen nichts passiert. Wir wissen, wie die ausschaut, nämlich die Stoßziffer Epsilon entspricht der relativen Trennungsgeschwindigkeit nach dem Stoß, dividiert durch die relative Annäherungsgeschwindigkeit. Und zwar vorzeichenrichtig im Koordinatensystem. Und das heißt, in diesem Fall, wir haben den Stab am Punkt B nach dem Stoß. Ich habe jetzt gleich umgedreht, weil wir dann uns das Minus ersparen, das sonst vor dem Bruch typischerweise steht. Abzüglich, was die Masse nach dem Stoß macht. Das ist eine Punktmasse, haben wir gesagt, deswegen V1', das ist okay. Dividiert durch Masse vor dem Stoß minus Geschwindigkeit des Stabs vor dem Stoß. So, und jetzt ein wichtiger Hinweis. Diese Geschwindigkeiten für den Stab, die müssen natürlich die Geschwindigkeiten am Punkt sein, an dem der Stoß passiert. Das ist wichtig und das ist eine typische Stolperfalle, dass hier anstelle der richtigen Geschwindigkeiten, nämlich im Stoßpunkt, einfach die Geschwindigkeiten des Schwerpunkts verwendet werden zum Beispiel. Und das stimmt nicht im Allgemeinen, weil wir ja eine Winkelgeschwindigkeit haben. Und nachdem es eine Winkelgeschwindigkeit gibt, muss die Geschwindigkeit da im B eine andere sein als die Geschwindigkeit im Schwerpunkt. Und das geht nicht für die Stoßhypothese. Warum geht das nicht? Vielleicht auch kurz erklärt. Die Stoßhypothese kommt ja im Grunde aus der Betrachtung der Abschnitte des Stoßvorgangs im Sinne der Stoßantriebe. Also Sie schauen sie an, wenn der Stoß passiert, wenn das Ganze auftrifft, gibt es eine Kompressionsphase vor dem Stoß, dann ist irgendwo der Maximalpunkt erreicht und dann gibt es eine Phase, wo das Ganze sich wieder trennt, das ist die sogenannte Restitutionsphase und für die Stoßziffer schauen Sie sich im Grunde an, was ist das Verhältnis dieser beiden Teilstoßantriebe während der Kompression und während der Restitution, während dem Wiederauseinandergehen. Und daraus kann man die Stoßziffer definieren bzw. ausrechnen. Das, was wir hier machen, ist schon eine erweiterte, eingesetzte Form in das, nämlich in die Stoßantriebe. Und damit sieht man nicht mehr direkt, warum das eigentlich wichtig ist, dass das in Punkt B passiert. Aber das ist genau der Grund, weil der Stoßantrieb in B ja ganz sicher ein anderer ist für allgemeine Vorgänge wie da in S beispielsweise. Okay, ich hoffe, das ist soweit verständlich gewesen. Das heißt, wir müssen dieses V-Stab an der Stelle B nach dem Stoß noch einmal ausdrücken. Und es geht aber auch ganz einfach, nämlich wiederum über die Kinematik bis hier runter. Da ist ja der Abstand h und wir kennen wieder das Omega' und jetzt machen wir halt nicht L halbe zum Schwerpunkt, sondern wir nehmen h bis zum Punkt B und damit kann man das wieder aus dem Omega' ausdrücken, nämlich als Omega' mal h. Mehr ist es ja nicht. Man muss nur dran denken. Epsilon ist dann h mal Omega', jetzt habe ich es umgedreht, okay. Minus V1', das bleibt gleich. Und dann dividiert durch V1, weil
das V-Stab bei B vor dem Stoß ist ganz sicher 0, weil der Stab ja vor dem Stoß ruht. Damit fällt es weg. Und damit haben wir unsere dritte Bestimmungsgleichung, nämlich aus der Stoßhypothese. Und jetzt kann man aus diesen drei Gleichungen alles ausrechnen. Überlegen wir uns ganz kurz, was wir tun, beziehungsweise ich skizziere Ihnen wie immer, was ich getan habe. Es gibt ja wie immer mehrere Wege. Ich habe einmal aus der Gleichung 1 mir das V1' ausgedrückt und aus der Gleichung 3 das Omega' und dann habe ich das Omega' in die Gleichung 1 ins V1' eingesetzt. Dann kriegt man mal einen Zusammenhang zwischen den translatorischen Geschwindigkeiten der Kugel, nämlich V1' und V1 und den ganzen geometrischen Größen, plus Stoßantrieb natürlich. Aus der Gleichung 1 habe ich ausgedrückt V1'. Das ist dann, man kann ja durch Hm1 durchdividieren, dann hat man V1 alleine stehen, minus m2L² durch 3 ist schon vorhanden, Hm1 haben wir durchdividiert, Omega', das ist 1', dann drücken wir uns aus der Gleichung 3 das Omega' aus. Das ist dann Epsilon V1, wenn man das einmal nach drüben bringt, plus V1', auch das auf die andere Seite gebracht und dann müssen wir das Ganze durch H durchdividieren, das steht ja beim Omega' dabei. 3' und dann setzen wir einfach 3' in 1' ein. V1' ist dann V1 minus dieser ganze Term da vorne, der Bruch bleibt auch gleich, m2L², 3h m1 und dann haben wir den zweiten Bruch aus dem Omega', nämlich Epsilon V1 plus V1' durch h. Dann trennen wir das gleich auseinander und schreiben auf einer Seite das V1', auf der anderen Seite das V1. Und ich fasse es gleich zusammen. Wir sehen, wir haben überall einmal das V1' und V1 alleine stehen. Also haben wir 1 plus m2L² durch 3h² m1. Das ist der Faktor V1'. Und auf der rechten Seite 1 minus, das bleibt da drüben mit dem Minus stehen, m2L², genau der gleiche Term, h durch 3h² m1, allerdings mit einem Mal Epsilon jetzt dabei. V1. So, dann haben wir es auseinander getrennt und dann bringen wir es auf gleichen Nenner, weil dann kann man nämlich das 3h² m1 einfach rauskürzen und ist einmal die Brüche los. Man hat keine Doppelbrüche mehr und dann kann man es entsprechend zusammenziehen. Also 3h² m1, wenn wir das rauf multiplizieren, plus m2L² durch 3h² m1, linke Seite V1' ist gleich das gleiche, nur mit einem Minus h² m1 minus m2L², dann nehme ich das Epsilon da mit drauf und hier auch durch 3h² m1 mal V1. Dann kann man da unten den Nenner kürzen
und kann das Ganze dann schön auf V1' umformen. Kriegt dann 3h² m1 minus m2 L² Epsilon durch 3h² m1 plus m2 L² ohne Epsilon mal V1. Das ist unsere erste fertige Gleichung, unser erstes Ergebnis, genauer gesagt, nämlich für das V1'. Und dann setzen wir endlich Zahlenwerte ein. Und wenn man das tut, kommt dann hier 0,688 Meter pro Sekunde raus. Für die Geschwindigkeit der Kugel nach dem Stoß. Also nach wie vor in positive Richtung, nach rechts. Okay, das hängt natürlich davon ab, wie die Massenverhältnisse sind, wie die Stoßziffer ausschaut und so weiter. Aber in dem Fall zeigt es nach wie vor nach rechts. Dann kann man natürlich das Ganze jetzt hier da in die Gleichung 3' zurück einsetzen und sofort das Omega' ausrechnen. Da tue ich jetzt nicht mehr so viel herum, das schreibe ich Ihnen im Wesentlichen einfach hin. Das ist recht schnell hingeschrieben, nämlich Epsilon durch H ist das V1, das heben wir nach rechts raus und das V1' setzen wir einfach hier ein von dem und damit wird es einfach plus dieser ganze Ausdruck, den wir gerade niedergeschrieben haben, 3h² m1 minus m2 L² Epsilon durch 3h der dritten muss da stehen, weil da haben wir schon ein durch h dabei natürlich. m1 plus m2 L² mal h wieder. Wieder als Funktion von V1. So. Und das ist dann Omega' 9,3 Sekunde hoch minus 1. Ja. Und dann fehlt uns noch der Stoßantrieb und den Stoßantrieb kann man ausrechnen, nachdem wir jetzt ja sowohl V1' als auch Omega' kennen, setzen wir es einfach da in die Gleichung 2 ein. Ich drehe das Vorzeichen um und kriege dann ein bisschen eine längliche Gleichung, nämlich minus (3h² m1² minus m1 m2 L² Epsilon durch 3h² m1 plus m2 L² plus, das ist das V1' jetzt eingesetzt entsprechend, plus m2 L halbe. Ja, da das Omega' habe ich einfach so genommen, wie es oben steht. Natürlich können Sie es dann noch einsetzen, wenn Sie wollen. 3h² m1 minus m2 L² Epsilon aus dieser gelb eingekastelten Gleichung einfach. Okay. Und dann haben wir noch minus m1 und das V1 habe ich einfach wieder rechts rausgezogen. Ja. Und auch das ist dann eine fertige Gleichung. Wobei, wenn wir hier einsetzen, SA negativ wird. Das heißt, wir haben es tatsächlich für die
Zahlenwerte, die da gegeben sind, falsch herum eingezeichnet, sozusagen, also unter Anführungszeichen falsch herum. Es gibt eh kein falsch, wissen wir ja, sonst kommt es halt einfach negativ raus. Aber in dem Fall würde es in positive x-Richtung zeigen und wirken. Ja, das ist dieses Stoßbeispiel und das war jetzt natürlich sehr ausführlich erklärt, wie ich sehe, anhand der Zeit, die wir gebraucht haben. Aber ich glaube, man sieht die wesentlichsten Dinge, die für jeden Stoßvorgang relevant sind. Wie man das Ganze angeht, wie man die Drehimpulse aufstellt, Drehimpulssätze, wie das mit den Massen ist, die einen Normalabstand haben zum Punkt, an dem man den Drehimpuls aufstellt, worauf man aufpassen muss bei der Stoßhypothese und all diese Dinge. Ich glaube, das zeigt dieses Beispiel relativ schön, wenngleich das auch eigentlich einfach ist, weil man die Richtungen der Geschwindigkeiten sehr gut sehen kann und von Anfang an kennt.